Im April 1986 explodierte in Tschernobyl ein Kernkraftwerk. Wie sich später herausstellte, wurde ein Test durchgeführt, der eine unkontrollierte Kettenreaktion im Reaktorblock 4 verursachte. Es war der größte Atomunfall, der sich bis zum heutigen Tag ereignete. Das anschließende Feuer trug erheblich zu der Strahlung bei, die in der Umgebung freigesetzt wurde. Der Schaden war unvorstellbar groß. Nach dem Unfall wurde ein großer Teil der damaligen Sowjetunion und heutigen Nordukraine unter Quarantäne gestellt, um die Bevölkerung so weit wie möglich zu schützen. Die politischen Entscheidungsträger waren sich der Risiken einer Strahlenvergiftung durchaus bewusst. Viele hatten den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die Horrorgeschichten aus Hiroshima hallten im ganzen Land wieder. Die Menschen litten und mussten sich von dem großen Unglück erholen. Die Spannungen waren groß, als sich die Nachricht von dem Unfall verbreitete. Die Verantwortlichen mussten schnell und entschlossen auf die Situation reagieren. Sie mussten die Befürchtungen zerstreuen, dass der ganze Kontinent unbewohnbar werden könnte. Gleichzeitig mussten sie aber auch klarstellen, dass ein Teil ihres Territoriums in der Tat für eine unbestimmte Zeit als Wohn- und Landwirtschaftsgebiet ungeeignet sein würde. Die ukrainische Bevölkerung musste wissen, dass Tschernobyl nicht sicher war. Wenn sie sich in die Sperrzone begeben würden, würde selbst ein kurzer Aufenthalt mit ziemlicher Sicherheit ihre Gesundheit beeinträchtigen. Also richtete das Land eine Sperrzone für die Öffentlichkeit ein. Die meisten Menschen hielten sich aus Angst vor Strahlung und der gefürchteten Möglichkeit, an Krebs zu erkranken, bereitwillig von dem Gebiet fern. Für viele Menschen waren die Bilder und Geschichten über die armen Opfer die einzige Abschreckung, die sie brauchten, um sich von dem Gebiet fernzuhalten. Es gab jedoch auch einige Menschen, die versuchten, das Gebiet von Tschernobyl zu betreten. Meist unter dem Deckmantel der morbiden Neugier. Im Laufe der Jahre sind die Strahlungswerte in dem Gebiet gesunken. Angesichts des beispiellosen Vorfalls werden die Menschen jedoch weiterhin davor gewarnt, das Gebiet zu betreten. Es gab jedoch eine Sache, die die Behörden nicht aus der Sperrzone von Tschernobyl heraushalten konnten und immer noch nicht können. Und das war die Tierwelt. Es gab sogar Berichte über missgebildetes Vieh und Tiere, die infolge der Katastrophe geboren wurden. Akademiker, die sich trotz des Sicherheitsabstandes auf den Weg zum Gelände machten, widmeten sich dem Studium der Tiere von Tschernobyl nach dem Unfall. Dies stellte eine große Herausforderung dar, denn wie konnten sie das Gebiet untersuchen, ohne ihre eigene Gesundheit zu gefährden? Dank des menschlichen Einfallsreichtums konnten die Wissenschaftler einige kreative Lösungen finden. Entweder trugen die Forschenden spezielle Schutzausrüstung oder beobachteten die Tierwelt mit Kameras oder Drohnen. Auch die Schneespuren halfen den Wissenschaftlern, Rückschlüsse auf die Tierwelt zu machen. Sie fanden Beweise dafür, dass sich die einheimischen Tiere ganz normal durch das Land bewegen. Die Wissenschaftler freuten sich, Spuren von allen üblichen Verdächtigen zu finden. Es war sehr ermutigend zu sehen, dass die Tiere Tschernobyl immer noch als ihren natürlichen Lebensraum betrachteten. Man wollte die Tiere jedoch genau im Auge behalten, um sie auf Mutationen oder andere Gesundheitsprobleme zu untersuchen. Mit der Zeit gelang es den Wissenschaftlern, Kameras aufzustellen und alle vorbeiziehenden Tiere auf Film festzuhalten. Dies war ein wichtiger Schritt, um den Forschern einen besseren Überblick über die Tiere zu verschaffen, die sie beobachteten und untersuchten. Schnell fanden sie Beweise dafür, dass Rehe und Füchse auf der Durchreise waren. Langsam begann sich die Population beider Arten zu regenerieren. Diese Informationen waren unglaublich ermutigend und wiesen auf eine mögliche Zukunft hin, in der sich Tschernobyl vollständig von der Kraftwerksexplosion erholen könnte. Nach dem Erfolg dieser Erkenntnisse schlugen die Wissenschaftler ein Projekt zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Sperrzone von Tschernobyl vor. Viele Menschen waren sich einig, dass dies die beste Lösung war. Und so wurde ein sogenanntes nationales Reservat für die biologische Vielfalt eingerichtet. Es war im Wesentlichen eine Fortsetzung der Maßnahmen, die die Menschen davon abhielten, Tschernobyl zu besuchen. Für die Tiere schien es gut zu laufen. Daher war es am klügsten, ihnen weiterhin den Raum und die Zeit zu geben, sich zu erholen. Die Flora wuchs und die Fauna wanderte durch das gesamte Schutzgebiet und genoss die neu geschaffene Einsamkeit. Die Gefahren der Strahlung und die Unwägbarkeiten der Nukleartechnologie mögen für die Menschen schwer in der Luft gelegen haben. Aber die Tiere lebten dort weiter und wurden sogar von der völligen Abwesenheit von Menschen angezogen. Tschernobyl wurde wieder zu ihrem Hoheitsgebiet, in dem sie ihr Leben friedlich verbringen konnten. Es gab nicht viele Orte in der modernen Welt, die vom Menschen ungestört blieben. Mit der Zeit begann sich das Gebiet zu regenerieren und die Natur nahm ihren Lauf. Die Pflanzen formierten sich neu und die Tiere kehrten in ihre natürlichen Lebensräume zurück. Niemand war sich jedoch sicher, was mit ihnen geschehen würde. Würden Flora und Fauna, die Strahlung aufgenommen hatten, gesundheitliche Probleme entwickeln? Die Wissenschaftler hielten unablässig Ausschau nach Anzeichen von Mutationen oder nach Anzeichen für das Wachstum von Tumoren. Über den Rahmen der Wissenschaft hinaus erregte die Neugier auf die Gesundheit und den Zustand dieser Tiere die Aufmerksamkeit vieler Menschen. Rund um den Globus waren die Menschen von der Erholung in Tschernobyl fasziniert. Es war schließlich eines der ersten Male, dass wir die Folgen einer Nuklearexplosion praktisch vor Ort untersuchen konnten. Forscher fanden heraus, dass die Population der ukrainischen Wildschweine, Rehe und Füchse tatsächlich zunahm.
trotz der vielen Theorien, dass die Gesundheit und der Bestand der Tiere stark abnehmen würden. Tatsächlich pflanzten sich die Tiere schneller fort, als die Strahlung ihr Leben beenden konnte. Auch Jahre nach der Explosion respektierten die Menschen die zum Tierreservat gewordene Sperrzone. Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte überwachten die Menschen das Gebiet mit großer Sorgfalt und ließen es gleichzeitig so ungestört wie möglich. All diese Umstände führten dazu, dass ein riesiges Stück Land den Raum hatte, sich in seinem eigenen natürlichen Tempo zu entwickeln. Diese Entwicklung setzte sich über Jahrzehnte fort und die Ergebnisse haben die Welt schockiert. Wie sich herausstellte, haben sich trotz der immensen Schäden, die in der Nordukraine angerichtet wurden, mehrere Tierarten erholt. Und ihre Populationen haben seit dem Unfall sogar zugenommen. Forscher stellten die Theorie auf, dass diese unwahrscheinliche Renaissance der ukrainischen Tierwelt darauf zurückzuführen ist, dass Tiere aus großer Entfernung in das Gebiet zurückkehren. Die Wissenschaftler entdeckten in der Umgebung von Tschernobyl eine Reihe von Tierarten, die dort seit Jahrzehnten nicht mehr vorkamen. So zum Beispiel Braunbären, Schwarzpelze, europäische Luchse und Wisente. Ein Frosch änderte sogar seine Farbe von grün zu schwarz, um sich besser an die neue Umgebung anzupassen. Die empirischen Beweise legen nahe, dass der wirklich gefährliche Einfluss auf Wildtiere der Mensch ist. Mehr noch als die Strahlung. Was ist deine Meinung zu den Befunden? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren. Rechts kommst du zu einem Video von einer streunenden Katze, die ihr Baby zum Tierarzt brachte. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.